Eine wichtige Sache, die Sie direkt bei Ihrer ersten Begegnung mit Moodle machen sollten, ist, Ihr Profil zu überarbeiten. Falls Sie nach dem Login hier oben nicht Ihren Namen sehen, müssen Sie umgehend Ihr Profil bearbeiten. Ansonsten sind nämlich keine Nutzerdaten hinterlegt, Sie sind also ein anonymer Nutzer und der Administrator wird diesen Account zeitnah sperren. Falls der Account gesperrt sein sollte, ist das kein großes Problem. Sie kontaktieren dazu einfach den Administrator über den Link ganz am Seitenende. Kontakt per E-Mail und schreiben eine E-Mail an den Administrator. Geben Sie dabei unbedingt Ihre TU-ID mit an, damit der Administrator Sie entsperren kann. Als erstes wollen wir nun unser Profil überprüfen. Dafür klicken wir einfach auf unseren Namen oder den Pfeil rechts davon und wählen dann Profil. Das Profil erscheint nun und wir wollen dieses bearbeiten. Dazu klicken wir auf Profil bearbeiten. Prüfen Sie auf dieser Seite sorgfältig, ob alle eingetragenen Daten korrekt sind, insbesondere Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Ohne eine korrekte E-Mail-Adresse verpassen Sie potenziell viele wichtige Nachrichten. Achten Sie darauf, dass diese korrekt ist. Bei E-Mail-Adresse anzeigen können Sie angeben, wer Ihre E-Mail-Adresse innerhalb des Lernportals sehen darf. Möglich sind die Optionen E-Mail-Adresse nur für privilegierte Personen sichtbar. Privilegierte Personen sind hierbei die Lehrenden und der Administrator. Alle Personen oder nur Personen, die mit Ihnen gemeinsam in einem Kurs sind. Für Lehrende inklusive Tutorinnen wird dringend empfohlen, nicht die Option nur für privilegierte Personen sichtbar auszuwählen. Warum? Wenn Sie dies tun, werden alle E-Mails als Reaktion auf Ihre Forenbeiträge oder Mitteilung mit der Standardadresse des Lernportals versendet, um eben Ihre Adresse nicht nach außen sichtbar zu machen. Das bedeutet aber auch, dass alle Studenten, die auf solche Beiträge antworten, an den Administrator schreiben, der weder Interesse daran hat, diese E-Mails alle einzeln weiterzuleiten, noch Kenntnis von den Inhalten haben möchte. Das Feld MoodleNet-Profil können Sie leer lassen, ebenso ist die Angabe der Stadt, freiwillig und des Landes. Achten Sie dagegen darauf, die korrekte Zeitzone einzustellen. Dann zeigt das Lernportal unter anderem Abgabefristen und Termine in der korrekten Zeit für Ihre aktuelle Zeitzone an, zum Beispiel wenn Sie sich im Ausland befinden sollten. Unter bevorzugtes Design können Sie auch ein anderes Design wählen als das vorgegebene Standard. Dies erfolgt allerdings auf eigenes Risiko. Die Designs sind zwar alle getestet, könnten aber nach einem Update eventuell nicht mehr unterstützt werden. Das Standarddesign ist sehr ressourcenschonend, optisch recht schlicht und sollte auf allen Plattformen funktionieren. Andere Designs sind teilweise hübscher oder praktischer. Mein persönlicher Favorit ist beispielsweise das Design Adaptable. Auch die Angabe eines Nutzerbilds ist rein freiwillig. Durch das Bild ist es leichter, ein Gemeinschafts- oder Zugehörigkeitsgefühl, gerade während der Corona-Pandemie, zu erzeugen. Um ein Bild hochzuladen, laden Sie es entweder über den Button zum Hinzufügen einer Datei oder per Drag and Drop einfach hoch. Und wenn Sie Ihr Profil nachher speichern, wird es oben anstelle des ausgegrauten Avatars entsprechend angezeigt. Das ist natürlich nicht mein Bild, sondern nur das Bild meines Hundes. Der Teststudent hat kein eigenes Profilbild, was er verwenden kann. Sehr wichtig, scrollen Sie noch etwas weiter herunter und gehen Sie zu optionale Einträge. Hier geben Sie bitte im Feld ID-Nummer Ihre Matrikelnummer ein. Zur Erinnerung, die Matrikelnummer ist nicht das gleiche wie die TU-ID. Während Ihre TU-ID üblicherweise aus 2 Buchstaben, 2 Ziffern und 4 Buchstaben besteht, besteht die Matrikelnummer, die hier einzutragen ist, aus 6 oder 7 Ziffern. Außerdem können Sie unter Other Fields Ihren Studiengang eintragen und aus einer Liste auswählen. Vorausgewählt ist der Bachelor Informatik PU 2015. Sollte Ihr konkreter Studiengang fehlen, nutzen Sie bitte wieder das Feld Kontakt per E-Mail hier unten, um nach dem Speichern den Administrator um das Hinzufügen Ihres Studiengangs zu bitten.
Am Ende dürfen Sie natürlich auch nicht vergessen, Ihr aktualisiertes Profil über den Button Profil aktualisieren zu speichern. Dass das geklappt hat, sehen wir daran, dass nun mein Porträt hier oben und an der Seite jeweils zu sehen ist. Damit sind wir mit dem Bearbeiten unseres Profils auch schon wieder fertig.